zu den eigenen Wurzeln und weit darüber hinaus im Urgeschichtemuseum Niederösterreich in Aspern an der Zaya verschmelzen die Jahrtausende und es beginnt eine fantastische Reise zu dem, was unsere Kultur und unsere gesellschaftliche Entwicklung geprägt hat. In der Dauerausstellung des Museums zieht das materielle Erbe aus mehr als 40.000 Jahren Menschheitsgeschichte wie im Zeitraffer an einem vorbei. Von den Mammutjägern bis zu den Kelten erzählen eindrucksvolle Originale zum Alltagsleben, Kunstschaffen und den Ritualen vom Werden der Kultur. Im archäologischen Freigelände begegnet man den ersten Behausungen der Menschheit, die erst die kulturelle Revolution des Menschen bewirkten. Vom Lager der Mammutjäger aus der letzten Eiszeit bis zum keltischen Dorfensemble erzählen Nachbauten urgeschichtlicher Häuser, wie sich aus Jägern und Sammlern eine hochentwickelte, arbeitsteilige Gesellschaft entwickelt hat. Vergangene Welten öffnen sich für Besucher des Museums für Urgeschichte. Unvorstellbare Welten, die faszinieren und uns lehren. Es ist beeindruckend, mit welchen Ressourcen ein Leben vor 40.000 Jahren möglich war und welche Entwicklungen sich in den vergangenen Jahrtausenden einstellten. Diese Welten zeigen uns sehr deutlich die Unterschiede zu heute und die Entwicklungsprozesse, die dazu nötig waren. In den 2 Stockwerken des Renaissance-Schlosses befindet sich die Urgeschichte Niederösterreichs. Zahlreiche Originalfunde dokumentieren im Museum die Jahrtausende von der Altsteinzeit bis zur Eisenzeit, von Mammutjägern bis hin zu Handwerk, Leben und Kult der Kelten. Die Ausstellung dokumentiert das Werden der Kultur, die Fortschritte und Errungenschaften, über die wir heute oft nur staunen können.
Viele Funde erzählen ihre Geschichten selbst, manche geben auch Rätsel auf. So gibt es aus der Eisenzeit angebohrte Schädel, sogenannte Schädeltrepanationen, die Unmengen an Fragen aufwerfen. Warum wurden sie angebohrt und haben die Patienten die Operation überlebt? Beeindruckend zeigt sich die Urgeschichte bei einem Rundgang im Freigelände des Museums. Modelle von Wohnstätten aus der Stein-, Bronze- und Eisenzeit sind im Schlosspark in Originalgröße nachgebaut und geben einen Einblick in die Entwicklung der Menschheit. Von dem Winterlager der Mammutjäger, das aus Holz und Leder besteht und die Wohnweise vor 27.000 Jahren darstellt, führt der Rundweg weiter zu einem jungsteinzeitlichen Langhaus mit einem Getreidefeld und einem in steinzeitlicher Technik errichteten Brunnen. Bronzezeitliche Hütten, ein Hügelgrab und ein Verbrennungsplatz dokumentieren die Wohnweisen unserer Vorfahren. In den hallstattzeitlichen Hütten werden Behausungen zur Zeit der Kelten dargestellt, in denen die Lebensbereiche bereits getrennt dargestellt sind. So sind neben einem Wohnhaus eine Schmiede, eine Töpferei und eine Brotbackhütte zu sehen. Die Häuser sind allesamt Modelle von Wohnstätten, die auf Funden von Archäologen basieren. Im Inneren liegen nur Alltagsgegenstände, die archäologisch nachgewiesen wurden. Seit vergangenem Jahr befindet sich im Freigelände ein keltisches Heiligtum. Als Basis diente der Fund des keltischen Heiligtums von Roseldorf. Unter Einbeziehung von Funden von Heiligtümern aus Frankreich wurde es errichtet. Es ist ein Denkmodell, wie es hätte sein können.
letzte Teil des Rundgangs ist der Umsetzung urgeschichtlicher Techniken gewidmet. So finden sich hier jährlich Studenten der Universität Wien zur experimentellen Archäologie zusammen und stellen urgeschichtliches Handwerk nach. Neben Brennöfen und Amboss sind Reibplatten zum Mahlen von Getreide und Lehmkuppelöfen zum Backen von Brot zu sehen. An manchen Tagen gibt es urgeschichtliches Fladenbrot zu kosten.